Die Grenzkontrollen sollen also Deutschland sicherer machen. Die Opposition würde sie deswegen gern dauerhaft behalten, genau wie der Kanzler. Alleine während der Fußball-EM wurden nämlich mehr als 9.000 unerlaubte Einreisen festgestellt und 275 Schleuser verhaftet. Sind die Menschen erst einmal im Land, sind Abschiebungen kaum noch möglich. Besonders beunruhigend ist vor diesem Hintergrund, dass schwere Straftaten, die von Nordafrikanern aus Marokko und Tunesien begangen werden, sprunghaft in die Höhe schießen. Ein Bundesland hat nun darauf reagiert. Die Bremer Polizei greift durch. Überall in der Stadt ist die Polizeipräsenz gestiegen. An den kriminellen Hotspots gibt es Videoüberwachung. Die Beamten patrouillieren durch die Stadt. Nachdem die Straftaten in Bremen stark gestiegen waren, hatte der Innenminister extra eine Sonderkommission gebildet. Nach einigen Monaten zieht er über die Straftäter Bilanz. Wir haben natürlich klare Erkenntnisse, woher diese Personen kommen. Top 1 und 2 liegt bei Marokko und Algerien. Und es sind vorwiegend junge Männer, die unterwegs sind. Wir laufen auch der Entwicklung immer hinterher, weil kaum, dass wir, wie gesagt, reagiert haben, viele Haftbefehle mit sehr viel Aufwand organisiert, aber ein Täter eingesperrt und es sind 2 neue wieder da. Deutschlandweit sind die Straftaten von Nordafrikanern stark gestiegen. Im Vergleich zu 2019 gab es letztes Jahr einen Straftatenanstieg von 110% bei Tunesiern und 67% bei Marokkanern. Sowohl die Taten von Kleinkriminellen, aber auch die organisierte Kriminalität ist explodiert. Die Kriminalpolizei ist vor allem besorgt wegen der marokkanischen Mafia. Die sogenannte Mokro-Mafia ist im illegalen Drogengeschäft in den Niederlanden groß geworden und schwappt nach Deutschland rüber. In Nordrhein-Westfalen hat die Mokro-Mafia schon mehrere Menschen entführt und Sprengstoffattentate ausgeführt. Also hier haben wir es mit einer Gruppierung zu tun, die geeignet ist, wenn sie aktiv wird, hier auch quasi unsere Gesellschaft zu unterwandern. Also das klassische Motiv für organisierte Kriminalität, Einflussnahme auf Gesellschaft, auf Behörden. Und das gilt es hier zu verhindern in Deutschland. Deswegen müssen wir sehr früh anfangen und wachsam sein, weil die Bedrohung ist aus meiner Sicht sehr hoch. Die Kriminalitätszahlen der Nordafrikaner sind gestiegen, die Abschiebezahlen aber nicht. Deutschland hat im vergangenen Jahr weniger als 300 Marokkaner abgeschoben. Vor 4 Jahren waren es noch mehr als doppelt so viele. Obwohl Millionen Deutsche nach Marokko und Tunesien in den Urlaub fahren, sind die Staaten noch immer nicht als sichere Herkunftsländer deklariert. Die Grünen blockieren das Thema seit Jahren, sogar zum Leidwesen der SPD. Es ist nur müßig und Makulatur, weil wir in der Frage gegenwärtig keine Einigkeit haben in der Koalition und weil bisher auch bis zum heutigen Tage mehrere Bundesländer immer das blockiert haben und verhindert haben. Das heißt, jeder Versuch eines Beschlusses wäre in der jetzigen Situation ein Scheinbeschluss. Wir würden ihn nicht mal durch den Bundestag bekommen, weil wir nicht entsprechend die Einigkeit, jedenfalls soweit es mir bekannt ist, in der Koalition haben, weil ein Koalitionspartner, wie Sie wissen, das bisher abgelehnt hat. Im Ausland wird die aus Nordafrika importierte Kriminalität inzwischen als echtes Problem wahrgenommen. Das japanische Außenministerium warnt seine Bürger wegen der marokkanischen Mafia vor Reisen nach Deutschland. Aus unserer Politikredaktion ist Luisa Stangl zugeschaltet. Luisa, im Beitrag klang es ja gerade eben schon an. Zigtausende deutsche Urlauber fliegen jedes Jahr nach Marokko oder Tunesien. Trotzdem wird in diese Länder nicht abgeschoben. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, und dementsprechend alt ist auch diese Diskussion schon, warum Marokko und Tunesien noch keine sicheren Herkunftsländer sind. Warum sie es nicht sind, da wird immer argumentiert, dass da Folter droht, Verfolgung, Misshandlung. Also die problematische Menschenrechtslage wird hier angeführt, allen voran von den Grünen. Denn die Grünen, die stellen sich hier quer, die Liste der sicheren Herkunftsländer zu verlängern. Denn sie haben Angst, dass da das Individualrecht auf Asyl in Gefahr ist, dass es eben keine Einzelprüfungen mehr gibt, sondern dass da viel schneller dann abgeschoben werden kann. Aber genau das wollen in der Ampel die FDP und Teile der SPD und vor allem auch die Union fordert, dass eben Länder wie Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern anerkannt werden, weil sie sagen, die Aussicht auf Asyl für Marokkaner und Tunesier, die geht eigentlich gegen Null. Aber die Abschiebungen, die scheitern eben an den Ländern selbst. Also Marokko zum Beispiel möchte seine eigenen Staatsbürger meist gar nicht erst zurücknehmen. Und das wird eben deutlich, wenn man die Zahl der Abschiebungen der Zahl der Ausreisepflichtigen gegenüberstellt. Im vergangenen
vergangenen Jahr wurden nach Marokko und Tunesien jeweils 270 Personen abgeschoben. Ausreisepflichtig sind aber derzeit 2.100 tunesische Staatsbürger und 3.400 marokkanische Staatsbürger. Und da merkt man, da ist eine große Differenz da, aber es scheitert eben oftmals, weil zum Beispiel Unterlagen, Dokumente wie der Pass fehlt oder teilweise die Identität auch erst gar nicht geklärt ist. Luisa, vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön.